Wasserstoff. Im Moment redet jeder über das Element, das unseren Transport-, Energie- und Industriesektor retten soll. Wasserstoff wird zum Kampfbegriff, er ist überall in den Nachrichten und man kriegt das Gefühl, dass er die Lösung für alles sein soll. Das entspricht leider überhaupt nicht der Realität. Wasserstoff ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, für die ihr sie haltet. Deshalb müssen wir jetzt dringend darüber reden, die wissenschaftlichen Fakten klarstellen und klären, wofür brauchen wir Wasserstoff wirklich und wofür nicht. Wasserstoff ist das erste und damit auch leichteste Element des Periodensystems. Im Universum ist es das häufigste Element überhaupt. Wasserstoffmoleküle sind klein und flüchtig. Sie können quasi durch jede Ritze entkommen und durch seine geringe Dichte entflieht uns molekularer Wasserstoff, also H2, einfach aus unserer Atmosphäre. Daher ist Wasserstoff in Reinform auf der Erde relativ selten. In bedeutenden Mengen tritt es nur gebunden in anderen Molekülen auf. In Wasser und in Methan, dem Hauptbestandteil von Erdgas beispielsweise. Und genau daraus können wir ihn auch gewinnen mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen für die Umwelt. Entweder Wasserstoff wird durch die sogenannte Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen. Dann nennen wir ihn grauen Wasserstoff. Grauer Wasserstoff ist ziemlich umstritten, da dabei CO2 als Nebenprodukt anfällt. 2% des weltweit emittierten CO2s kommt von der Herstellung grauen Wasserstoffs. Etwa die gleiche Menge, die der weltweite Flugverkehr emittiert. Oder man, und das ist die bessere Möglichkeit, gewinnt es mittels Elektrolyse aus Wasser. Dabei trennt aus erneuerbaren Energien bereitgestellter elektrischer Strom die Wasserstoffatome von dem Sauerstoffatom, aus denen Wasser besteht. Das nennt sich grüner Wasserstoff. Auf diese Weise lässt sich elektrische Energie ganz ohne Akkus zwischenspeichern. Wasserstoff ist daher keine Energiequelle, sondern ein Speichermedium. Um die zwischengespeicherte Energie wiederzubekommen, kann man den Wasserstoff einfach wieder verbrennen oder ihn in einer sogenannten Brennstoffzelle umsetzen. Dabei reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff und diese chemische Reaktion setzt Energie frei, entweder Druck und Wärme oder elektrische Energie, die wir für unsere Zwecke nutzen können. Das Reaktionsprodukt ist nichts anderes als Wasser. Toll! Ziel und Hintergrund dieser ganzen Thematik ist es, quasi alle Lebensbereiche zu dekarbonisieren. Und das soll nach der Vorstellung vieler mit Wasserstoff gelingen. Die gute Nachricht ist, grüner Wasserstoff ist in Europa seit kurzem erstmals die günstigste Form von Wasserstoff. Aus dem einfachen Grund, weil Photovoltaik und Windstrom so günstig und weil Erdgas so teuer geworden ist. Das klingt doch alles wunderbar. Aber warte mal, es wurden 2022 nur 107 Brennstoffzellenautos in Deutschland für Privatpersonen zugelassen. Es gibt nur 92 Wasserstofftankstellen in Deutschland und nur 0,1% des in Europa produzierten Wasserstoffs wird grün gewonnen? Aber ey, immerhin, die Bundesregierung plant ein Wasserstoffabkommen mit Kanada und anderen Ländern. Wasserstoff soll also in Regionen mit Überschüssen an erneuerbaren Energien hergestellt und dann zu uns befördert werden. So können wir ihn für uns nutzen, unsere Energie- und Umweltprobleme sind gelöst. Oder doch nicht? Da es weltweit noch kaum grünen Wasserstoff gibt, schlägt die Europäische Kommission vor, übergangsweise auch blauen Wasserstoff zu fördern. Das kommt der Lobby von Öl- und Gasindustrie sehr gelegen, denn blauer Wasserstoff wird auch aus Erdgas gewonnen, mit dem Unterschied zu grauem Wasserstoff, dass das entstandene CO2 zwischengespeichert und nicht in die Atmosphäre entlassen wird. Klingt erstmal ganz gut, Carbon Capture nennt sich das, aber das Problem ist, dass diese Technik der CO2-Zwischenspeicherung sehr energieintensiv ist und selbst so viel Energie benötigt, dass sich die Treibhausgasbilanz von blauem Wasserstoff deutlich verschlechtern kann. Zweitens ist die Technik nicht sehr erprobt und weist Verluste von Methan und CO2 in die Atmosphäre auf. Je nachdem, wie gut dieser Prozess gelingt und wie viel Treibhausgase ihn verlassen, ist blauer Wasserstoff nicht viel umweltfreundlicher als grauer Wasserstoff. Aktuell ist das zumindest noch der Fall. Tatsächlich ist es sogar so, dass das Methan, welches weltweit aus Lecks in Erdgasleitungen ausströmt, ein echter Klimakiller ist. Wir sollten also wirklich alles tun, um vom Erdgas so schnell wie möglich wegzukommen, statt daraus Wasserstoff zu erzeugen. Ein Trick der Öl- und Gasindustrie, um auch in Zeiten von Wasserstoff relevant zu bleiben, auf Kosten des Klimas? Tatsächlich ist es so, dass blauer Wasserstoff auf Infrastruktur von fossilen Energieträgern beruht und daher nicht einmal eine Übergangslösung ist, sondern grünen Wasserstoff verzögert.
Noch hält blauer Wasserstoff vielleicht noch wenige Versprechen und bringt einen kleinen CO2-Vorteil, aber in wenigen Jahren, wenn der Anteil erneuerbarer Energien im Netz höher sein wird, wird blauer Wasserstoff im Vergleich dreckig sein und überhaupt nicht mehr benötigt. Oder anders gesagt, wir haben kein Wasserstoffproblem. Das Problem ist, dass wir keinen grünen Wasserstoff haben. Wir brauchen also keine Übergangstechnologie, sondern die Ersatztechnologie mit der passenden Infrastruktur. Das braucht natürlich Geld und Zeit. Alles, was wir an Geld und Zeit aber woanders investieren, sorgt am Ende dafür, dass die Weiterentwicklung grüner Technologie länger braucht und teurer und damit auch unattraktiver bleibt. Um bei diesem und anderen Energie- und Mobilitätsthemen auf dem neuesten Stand zu bleiben, solltet ihr jetzt abonnieren drücken, denn ich habe Großes vor mit diesem Kanal und es gibt noch jede Menge anderer spannender Dinge zu erzählen. Aber zurück zum blauen Wasserstoff. Es gibt noch ein weiteres Problem damit. Dadurch, dass reiner Wasserstoff weniger Energie enthält als das Ausgangsprodukt Erdgas, müsste man, um irgendein Gerät mit Wasserstoff anzutreiben, mehr Erdgas kaufen, als wenn man es direkt mit Erdgas antreibt. Dadurch verkauft die Erdgasindustrie noch mehr Erdgas und das macht das Geschäft für sie so richtig attraktiv. Stand jetzt ist die Wasserstoffindustrie also gleich der Industrie für fossile Energieträger. Aber gut, das kann sich ja in Zukunft ändern. Mit grünem Wasserstoff. Naja, auch der hat seine Tücken und auch hier muss man auf die Details achten. Schauen wir uns das endlich mal genauer an. Wie kommt grüner Wasserstoff wirklich zu uns? Denn so einfach, wie sich das viele vorstellen, ist das nicht. Und diese Details machen erst deutlich, wo Wasserstoff wirklich benötigt wird und wo nicht. Der erste Schritt des grünen Wasserstoffs ist die Elektrolyse, also das Spalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Es passieren dabei also zwei Reaktionen, eine Oxidation, die Sauerstoffentwicklung, und eine Reduktion, die Wasserstoffentwicklung. Auch wenn man diese Reaktion räumlich trennen kann, es muss immer beides passieren. Die Wasserstoffentstehung funktioniert super, aber die Sauerstoffentstehung ist extrem schwerfällig und energieaufwendig. Sie wird häufig auch als der Flaschenhals der Wasserelektrolyse bezeichnet. Der Sauerstoff ist effektiv ein Abfallprodukt und schluckt trotzdem die ganze Energie. Macht aber erstmal nichts, denn am Ende reagiert der Wasserstoff ja wieder mit dem Sauerstoff aus der Atmosphäre, für den wir die Energie nicht bezahlen mussten. Wir bekommen unsere Energie also auf Umwegen wieder zurück. Die Elektrolyse ist also erstmal noch ein relativ effizienter Prozess. Danach muss der Wasserstoff aber gelagert und befördert werden und hier erweist es sich als äußerst kompliziert. Denn Wasserstoff ist ein Gas. Gase haben eine sehr geringe Dichte und damit auch eine sehr geringe volumetrische Energiedichte. Sprich, sie nehmen viel Raum ein, speichern dabei aber nur relativ wenig Energie. Es muss also zum Transport, zum Beispiel in Pipelines oder auf Schiffen, komprimiert werden. Dazu kann man es verflüssigen oder zusammenpressen. Das muss man auch bei Erdgas machen, aber da ist es viel leichter und das Erdgas verflüssigt sich schon beim Zusammenpressen. Das ist bei Wasserstoff nicht der Fall, der muss zum Verflüssigen auf minus 253 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Man lagert und befördert es daher lieber im gasförmigen Zustand bei extrem hohen Drücken zwischen 300 und 700 Bar in dicken Tanks, die speziell dafür gemacht werden müssen. Das Problem dabei ist nämlich, Wasserstoff lagert sich im Metallatomgitter vieler Stähle an, wodurch diese spröde und geschädigt werden, bis der Stahl bricht. Hier hat man sich bis zuletzt gestritten. Können alte Erdgaspipelines jetzt für Wasserstoff verwendet werden? Oder nicht. Hierzu gab es jetzt gerade einen Durchbruch. Vergleichsweise weiche Stahlsorten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt haben sich als widerstandsfähig erwiesen und die werden auch seit langem eingesetzt. Eine neue Studie des Vereins des Gas- und Wasserfachs soll belegen, dass wir unsere bestehenden Erdgasleitungen daher ohne Probleme für 100% Wasserstoff verwenden können. Möchte man zu noch höheren Drücken über 500 Bar und damit zu höheren Energiedichten, braucht man aber sehr teure Komposittanks aus Stahl, Kohlefaser und Polymeren. Aber gut, mit dem bestehenden Netz funktioniert es erstmal, das klingt erstmal wirklich gut. Aber Wasserstoff lässt sich nicht ohne Aufwand in diesen Pipelines komprimieren. Dieses Komprimieren kostet Energie, was die Effizienz verringert. Etwa 10% der Energie, die in dem Wasserstoff selbst steckt, müssen wir fürs Komprimieren aufwenden. Außerdem birgt so ein hoher Druck eine hohe Explosionsgefahr. Wenn hier etwas schief geht,
dann kann das verheerende Folgen haben. Man kann Wasserstoff wie gesagt auch abkühlen und dabei verflüssigen. Vorteil: flüssiger Wasserstoff muss nicht unter hohen Drücken gelagert werden und außerdem hat flüssiger Wasserstoff eine höhere Energiedichte als das komprimierte Gas. Aber leider kostet das Verflüssigen viel mehr Energie als das Komprimieren. 40% der Energie, die man mit dem Wasserstoff zu transportieren versucht. Ein weiteres Problem ist, dass der flüssige Wasserstoff verkocht und gewisse Anteile einfach verloren gehen. Und das sind auch keine geringen Mengen, sondern über 1% pro Tag. Das ist mehr als unsere Inflationsrate. Das Verkochen kann mit den richtigen Kühlsystemen verhindert werden, aber das wäre noch teuer. Die NASA hat demonstriert, dass es für große Mengen funktioniert, aber wenn die NASA Dinge tut, dann spielt Geld ja bekanntlich eher eine untergeordnete Rolle. Doch es gibt noch andere Herausforderungen mit grünem Wasserstoff. Denn nachdem man den Wasserstoff erzeugt hat, hat man einen Energieträger, der nicht besonders volumetrisch energiedicht ist. Um die gleiche Energie eines Tanks voller Erdgas zu befördern, bräuchte es einen etwa 3-mal größeren Wasserstofftank. Oder in anderen Worten, es braucht 3 Schiffe mit Wasserstoff, um die gleiche Energie zu liefern, wie ein Schiff das Erdgas transportiert. Heißt, wenn man mit gleichem Aufwand wie für Erdgas Wasserstoff pumpt, kommt am Ende der Pipeline weniger Energie raus. Große Teile der Infrastruktur für den Transport auf Schiffen müssten für Wasserstoff also umgedacht und teilweise auch umgebaut werden. Es gibt so viele Herausforderungen beim Transport, dass Wasserstoff heute tatsächlich meistens genau an Ort und Stelle verwendet wird, wo es auch produziert wird oder nur über kurze Entfernung transportiert wird. Aber man könnte das doch auch mit grünem Wasserstoff machen. Leider nicht, denn wir wollen den grünen Wasserstoff ja unbedingt aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Würden wir die Elektrolyseure einfach irgendwo hinstellen und mit Netzstrom betreiben, das nennt sich gelber Wasserstoff, hätte der Wasserstoff in Deutschland mehr Emissionen zur Folge als grauer Wasserstoff und wäre Stand jetzt ziemlich teuer. Um also Offshore-Gebiete nutzen zu können, Orte mit wenig erneuerbaren Energien trotzdem industriell attraktiv zu machen und um bestehende Industriestandorte zu behalten, muss auch ein Transport- und Handelsnetzwerk aufgebaut werden. Der sowieso komplizierte Transport von Wasserstoff wird über hohe Entfernung aber immer aufwendiger und teurer. Aber die EU ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie baut erst ein europäisches Netz aus Wasserstoffpipelines auf, bevor sie darüber nachdenkt, hoffentlich sowas zu machen wie diesen Kanada-Deutschland-Deal, wo man von Kanada nach Deutschland Wasserstoff transportiert. Aktuell lässt sich nicht wirklich geschlossen beantworten, ob das sinnvoll ist, aber meiner Einschätzung nach ist das erstmal nicht besonders realistisch und wird auf jeden Fall erst in weiter Ferne möglich sein. Am Ende, wenn der Wasserstoff endlich bei uns ist, wollen wir dann möglichst viel Energie wieder aus dem Prozess herausbekommen und das macht man wie gesagt, indem man Wasserstoff eben verbrennt, entweder ganz klassisch oder mit einer Brennstoffzelle. Die elektrische Energie wird dabei aus der Hitze gewonnen, die bei der Verbrennung frei wird. Das wiederum ist ein sehr ineffizienter Prozess, bei dem am Ende nach Elektrolyse, Lagerung, Transport und Verbrennung nur etwa 30% der Energie wieder zurückkommt, die man zu Anfang zur Herstellung von Wasserstoff als elektrische Energie aufgewendet hat. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Wenn man unendliche Ressourcen erneuerbarer Energien hätte, wären diese Energieverluste kein Problem. Aber in dieser Situation befinden wir uns lange noch nicht. Wir würden also für Wasserstoff 3 bis 4 Mal mehr Energie benötigen, als wenn wir den grünen Strom direkt nutzen würden. Außerdem wären die Kosten mit Wasserstoff natürlich auch deutlich höher, als wenn man den grünen Strom direkt verwenden würde. Denn irgendjemand muss für die Verluste und den Transport ja bezahlen. Statt also Wasserstoff als Energieträger zu verwenden, sollten wir uns darum kümmern, besser direkt den grünen Strom zu nutzen. Alte Heizungen sollten beispielsweise nicht auf Wasserstoff umgestellt werden, sondern müssen mittelfristig durch Wärmepumpen ersetzt werden. Eine Kilowattstunde Strom kann dir mit einer Wärmepumpe etwa 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme ins Haus liefern. Würde man das mit Wasserstoff machen, also erst aus einer Kilowattstunde Strom Wasserstoff erzeugen, diesen dann zu dir ins Haus befördern und dann Wasserstoff verbrennen, um den Boiler warm werden zu lassen, würde nur etwa eine halbe Kilowattstunde Wärme zu dir ins Haus kommen. Heißt, die Wärmepumpe ist hier mindestens 6-mal effizienter. Man bräuchte also 6-mal mehr Windkraftanlagen, um mit Wasserstoff zu heizen, als wenn man direkt elektrisch heizen würde. Oder in anderen Worten, der Strom im Ausland müsste deutlich mehr als 6-mal günstiger sein als hier und die Elektrolyseure müssten den Wasserstoff quasi für lau herstellen, damit sich der Kauf von Wasserstoff für uns lohnen würde gegenüber der Anschaffung einer
einer Wärmepumpe. Selbst in einer rosigen Zukunft, in der alle Elektrizität nur grün bereitgestellt wird, selbst da wird es nicht günstiger sein, einen wasserstoffbasierten Prozess anstelle eines elektrischen Prozesses einzusetzen. Mit Wasserstoff Wohnung heizen hat also nichts mit der Realität zu tun, auch wenn das gerade von der FDP vorgeschlagen wird. Ein neues Paper zeigt, Wärmepumpen sind kurzfristig der effektivste Weg, den deutschen Gasverbrauch zu reduzieren, sogar effektiver als der Neubau von erneuerbaren Energien. Aber wie sieht es denn im Verkehr aus? Hier gilt im Grunde das Gleiche. Wasserstoff im Verkehr ist sehr energieaufwendig und der Transport von Wasserstoff ist kompliziert. Es bräuchte durch die Verluste bei Herstellung, Transport und Zurückgewinnung der elektrischen Energie wieder 2- bis 3-mal mehr Strom, ein Brennstoffzellenauto 100 Kilometer weit fahren zu lassen, als wenn man ihn direkt in ein batterieelektrisches Fahrzeug laden würde. Zudem gibt es für Wasserstofftankstellen ein echtes Henne-Ei-Problem. Eine Wasserstofftankstelle ist verdammt teuer, etwa 1 Million Euro. Daher baut sie niemand, weil sie einfach nicht gebraucht wird. Andererseits kauft sich niemand Brennstoffzellenfahrzeuge, weil es kaum Tankstellen gibt. Und das bringt wieder weniger Anreize zum Bau von Wasserstofftankstellen, weil es kaum Kunden gibt. Zudem muss man sich klar machen, Brennstoffzellenautos heute zu fahren, ist nicht zwangsweise umweltfreundlich. Denn der Wasserstoff an den Wasserstofftankstellen heute ist mit einigen Ausnahmen wahrscheinlich nicht grün. Er ist meist grau oder sogar gelb. Gelber Wasserstoff bedeutet, dass zur Herstellung des Wasserstoffs der Strom aus dem Netz verwendet wird, der ja zu großen Teilen auch fossil erzeugt wird. Das führt dazu, dass mit gelbem Wasserstoff wegen der geringen Effizienz der ganzen genannten Prozesse die CO2-Emissionen am Ende sogar noch höher werden als beim Diesel. Durch die bessere Effizienz von E-Autos hingegen sind diese bereits heute grüner als Diesel, auch wenn mit dem heutigen Strommix geladen wird. Jetzt könnte man sagen, ja, aber warum werden Wasserstofftankstellen nicht trotzdem jetzt einfach gefördert? Na, weil es teuer und ineffizient ist und es bessere Alternativen gibt. Die Entwicklungen in der Batterietechnologie haben die Hauptargumente für Brennstoffzellen-Pkw einfach nichtig gemacht: Reichweite und Betankungszeiten. Die Argumente waren berechtigt, als batterieelektrische Fahrzeuge noch eine Reichweite von 150 Kilometer hatten und das Aufladen mehrere Stunden dauerte. Heute hat sich die Reichweite der Batterien verdreifacht und das Aufladen dauert etwa 8 Minuten für 100 Kilometer. Und was ist mit Lkw? Da müssen die Batterien nämlich noch mehr leisten, aber für Lkw sind Betriebskosten wichtiger als für Autos, was wieder ein klares Argument gegen Wasserstoff ist. Auf Langstreckenfahrten müssten Lkw-Fahrer ohnehin nach 4,5 Stunden eine Dreiviertelstunde Pause machen, die man zum Laden nutzen könnte. Reichweiten von 450 Kilometern sind also für Elektro-Lkw ausreichend. Allerdings bräuchten die Lkw durchschnittliche Ladegeschwindigkeiten von 800 Kilowatt. Der aktuelle Standard liefert nur 350 Kilowatt. Die Lösung könnten neue Ladeverfahren mit Leistungen bis zu 2 Megawatt sein, die in den nächsten Jahren implementiert werden sollen. Dann hat die Verwendung von Wasserstoff auch hier keine Argumente mehr. Über Elektro-Lkw mache ich gerne mal ein eigenes Video, wenn ihr euch das wünscht. Berechtigt wäre allerdings der Wasserstoff in Nischenbereichen von Schwerlast- und Hochleistungsmaschinen. Und wie sieht es bei Flugzeugen aus? Naja, ehrlich gesagt ist die Lösung dafür derzeit noch nicht ganz bekannt. E-Fuels könnten hier eine Lösung sein. Aber die Strategie sollte klar sein. Erstmal 80% der Technologien modernisieren, für die wir die Lösung kennen. Dort anfangen, wo es einfach ist. Um die schwer zu dekarbonisierenden restlichen 20% kümmern wir uns dann einfach später. Ja, aber Wasserstoff kann doch jetzt nicht der totale Scam sein. Wo wird Wasserstoff denn wirklich helfen? Wir sollten Wasserstoff erstmal nur und in Zukunft vornehmlich dort einsetzen, wo es wirklich unbedingt gebraucht wird, in der Stahl- und der chemischen Industrie. Aber dort wird es nicht als Energieträger gebraucht. Das Haber-Bosch-Verfahren ist das wohl wichtigste Verfahren für die gesamte Menschheit. Es stellt weltweit zu riesigen Mengen Ammoniak her, welches wiederum zur Produktion unserer Dünger verwendet wird. Das Haber-Bosch-Verfahren alleine ernährt dadurch etwa 50% der gesamten Weltbevölkerung, ist aber andererseits auch für 1,5% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Im Haber-Bosch-Prozess werden Wasserstoff und Stickstoff zusammen zur Reaktion gebracht, daraus entsteht Ammoniak NH3.
Hier in der chemischen Industrie ist Wasserstoff also unerlässlich, denn es wird aufgrund seiner chemischen Eigenschaften benötigt und nicht aufgrund seiner Eigenschaften als Energieträger. Noch wichtiger wird grüner Wasserstoff aber für die Stahlindustrie. Hier reduziert man in Hochöfen Eisenerzen oder in anderen Worten, man klaut Eisenoxiden ihr Sauerstoffatom, um reines Eisen zu erhalten. Aus Eisen, Kohlenstoff und anderen Spurenelementen lässt sich dann Stahl herstellen. Heute macht man das noch mit Kohlenmonoxid, was zu beträchtlichen Treibhausgasemissionen führt. Etwa 7% der globalen CO2-Emissionen sind auf die Stahlindustrie zurückzuführen. Als Reduktionsmittel könnte hier alternativ aber auch Wasserstoff eingesetzt werden, welches ebenfalls gerne Sauerstoff klaut. Insgesamt sind also 10% der globalen CO2-Emissionen nur durch Wasserstoff zu beseitigen. Und genau dort werden wir Wasserstoff erstmal einsetzen müssen. Dort, wo es unerlässlich ist. Alle anderen Bereiche sollten wir möglichst elektrifizieren. Hier ein ganz simples Baumdiagramm, das ihr euch in euer Büro hängen könnt. Die gute Nachricht ist, die Expertenkommissionen wissen das und möchten die Stahlindustrie auf jeden Fall priorisieren. Ich hoffe nur, dass in Zukunft nicht noch mehr Politiker auf die Idee kommen, Wasserstoff in Bereichen einzusetzen, wo es überhaupt nicht gebraucht wird. Der Instagram-Account der Bundesregierung macht leider diesen Eindruck. Wasserstoff kann aber auch noch einen anderen guten Zweck haben, als langfristiges Speichermedium für große Energiemengen. Wenn ein Überschuss an erneuerbaren Energien vorliegt in ferner Zukunft, kann man aus dem überproduzierten Strom einfach günstigen Wasserstoff herstellen und das dann später wieder zur Energierückgewinnung verwenden, wenn die erneuerbaren Energien mal zu wenig Strom produzieren. Der Wirkungsgrad ist zwar mies, aber in diesem Szenario, wo der Strom sonst einfach ins Nichts laufen würde, weil es keine Abnehmer gibt, könnte das, je nach Strompreis, Sinn machen. Kurz gesagt, so richtig glänzt Wasserstoff als Chemikalie und nicht als Energieträger. Wasserstoff ist nicht pauschal gut und nicht pauschal schlecht. Und wir brauchen grünen Wasserstoff unbedingt, um die Klimawende zu schaffen, das ist keine Frage. Aber es wird nur eines von vielen Werkzeugen sein, das uns helfen wird, unsere Klimaziele zu erreichen. Wasserstoff sollte dort eingesetzt werden, wo es notwendig ist und nicht zum Kampfbegriff mutieren, denn das ignoriert faktenbasierte Entscheidungen und steuert damit aktiv gegen die Energiewende und den Klimaschutz. Wenn ihr dieses Video feiert, abonniert den Kanal, denn es wird sehr bald noch viele weitere dieser Videos genau hier geben. Ich habe euch noch viel zu erzählen. Macht's gut und bis bald.